Schmerz entsteht im Kopf. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Florian Bosse, Schmerztherapeut, und ich möchte Ihnen dabei helfen, Ihre Schmerzen besser und tiefer zu verstehen. Schmerz entsteht im Kopf. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie diese Worte hören? Fühlen Sie sich ernst genommen? Fühlen Sie sich verstanden? Fühlen Sie sich wertgeschätzt? Oder ist es vielmehr so, dass Sie sich denken, hat der nicht richtig zugehört? Vielleicht taucht etwas wie Ärger, Wut auf. Versteht der mich nicht? Oder vielleicht sogar so ein Gefühl, glaubt der mir nicht? Glaubt der, ich bilde mir das ein? Vielleicht kommen auch ein bisschen Zweifel, bilde ich mir das eigentlich wirklich ein? Nein, aber das tut doch wirklich weh. Da ist doch das Knie, da ist doch der Rücken, der weh tut. Ich habe doch keinen an der Waffel, ich tick doch richtig. Ich kann Ihnen versichern, Sie haben keinen an der Waffel und Sie ticken vollkommen richtig. Wenn ich diese Worte ausspreche, möchte ich Ihnen gleichzeitig sagen, ich nehme Sie ernst und ich nehme auch Ihr Empfinden und Ihr Erleben ernst. Und ich möchte mit diesem Video den Versuch unternehmen, Ihnen plausibel zu machen, was hinter diesen Worten eigentlich steckt. Am Ende dieses Videos könnten Sie erkennen, wie viel Einfluss Sie tatsächlich auf Ihr Schmerzerleben haben. Vielleicht können Sie besser verstehen, warum und in welcher Art und Weise Sie diese Schmerzen so empfinden und das ein bisschen besser einordnen. Und mit dem tiefen Verständnis könnten Sie auch zu mehr Selbstwirksamkeitserleben kommen, wenn es um die Schmerzverarbeitung geht. Nun ist es eine wissenschaftliche Tatsache und ziemlich gut belegt, dass das, was wir als Schmerz erleben, also alles, was damit zusammenhängt, mit den Sorgen, mit dem Leid, mit dem Ärger, mit der Hoffnungslosigkeit, mit den Ängsten und den Erwartungen, mit den Erinnerungen und, dass das alles eine aktive Gedächtnisleistung unseres Gehirns ist. Und das, was da im Kopf passiert, das wird ja ausgelöst durch die Impulse, die durch die Nerven kommen. Aber alles, was dann hier oben passiert, ist auch veränderbar. Im letzten Video hatte ich Ihnen ein paar Beispiele von Menschen geschildert, die ihre Schmerzen in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich erleben. Wenn Sie es noch nicht geschaut haben, ich verlinke es unten, hier oben ist es auch einmal verlinkt, da können Sie klicken. Ich hatte Ihnen das Beispiel von zwei jungen Männern gegeben. Ein Imker und ein Mensch, der gerade aus der Stadt gekommen ist, einmal im Grünen ist. Und beide werden von einer Biene gestochen. Beide erleiden also den gleichen Gewebsschaden. Beide haben also die gleichen Reize, die gleichen Nervenimpulse, die zum Gehirn kommen. Und beide erleben diesen Bienenstich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir Schmerzen so individuell und unterschiedlich erleben, wenn es sich um den gleichen Reiz handelt? Und das ist eine Folge dessen, was wir allgemein Schmerzgedächtnis oder Schmerzzentrum nennen. Und ich kann Ihnen gleich sagen, es gibt nicht das eine Schmerzzentrum, sondern an all diesen komplexen Erlebensqualitäten sind verschiedenste Gehirnregionen beteiligt. Die möchte ich Ihnen heute ein bisschen besser vorstellen und deswegen lade ich Sie ein, folgen Sie mir auf eine Reise in die Welt unseres Gehirns. Es wird spannend und vielleicht können Sie am Ende dieses Videos ein bisschen besser verstehen, wenn jemand sagt, Schmerz entsteht im Kopf. Im letzten Video hatten wir uns angeschaut, was passiert, wenn die Impulse in den Nerven im Rückenmark ankommen. Ich hatte darüber gesprochen, dass das, was in den Nerven läuft, ja nicht identisch ist mit Schmerz,
sondern dass die Nerven nichts anderes sind wie Kabel, in denen ein elektrischer Impuls läuft. Und dieser Impuls kommt aus dem Körper durch die Nerven im Rückenmark an und landet im Rückenmark an einer ersten Umschaltstelle. Das wurde schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts beschrieben, die sogenannte Gate-Control-Theorie von Melzack und Ball 1965. Und man kann sich das vorstellen wie ein Tor, wie ein Portal im Rückenmark, was sich für diese Nervenimpulse öffnet und sie komplett durchlässt, vielleicht sogar verstärkt, oder welches sich ein bisschen schließt und immer weniger durchlässt und sich vielleicht komplett schließt, sodass gar kein Nervenimpuls mehr im Gehirn landet und wir gar nicht mitkriegen, dass da im Körper irgendwas passiert ist. Der Chef über dieses Portal in unserem Rückenmark sitzt hier oben. Das ist das Gehirn. Und dieses Gehirn kann entscheiden, ob das Portal sich öffnet oder schließt. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Das Gehirn braucht aber eine Entscheidungsgrundlage. Die kriegt es. Wenn diese Nervenimpulse jetzt weiterlaufen vom Rückenmark Richtung Schaltzentrale, dann kommen sie erstmal an eine Verteilerstation. Und das kann man sich ungefähr so vorstellen, die Nervenimpulse kommen nach oben und rufen: Hallo, hallo, hier kommen Nervenimpulse, möglicherweise ist da was Gefährliches passiert. Dieses Hallo, hallo landet in einer Verteilerstation, das ist der Thalamus. Der Thalamus sagt: Ich habe dich gehört, ich frage mal oben an. Und er ruft: Hallo Gehirn, ich empfange hier gerade Nervenimpulse, möglicherweise ist etwas Gefährliches passiert. Das Gehirn sagt: Okay, eigentlich bin ich mit etwas anderem beschäftigt, aber lass mal durch, ich schaue es mir mal an. Und dann sorgt diese Verteilerstation, der Thalamus, dafür, dass die Impulse in die verschiedenen Gehirnregionen gesendet werden, die für unterschiedliche Aufgaben zuständig sind. Man kann sich das Gehirn wie eine große Firma vorstellen, wo unterschiedliche Abteilungen arbeiten, die unterschiedliche Aufgaben haben, um das Produkt herzustellen. Und um zu wissen, wie man entscheiden soll, ist es erstmal wichtig, herauszubekommen, was ist eigentlich los? Und wo ist es los? Wo ist was passiert? Und für dieses Was ist passiert und wo ist passiert, ist eine Region zuständig, die haben wir hier oben direkt unter der Schädeldecke auf der Gehirnrinde. Und das ist der sogenannte somatosensorische Kortex. Unser ganzer Körper, alle Körperregionen sind nämlich wie auf einer Landkarte auf unserer Gehirnrinde abgebildet. Und nun gibt es Körperregionen, die sind wichtiger. Da gibt es viele Nervenzellen, zum Beispiel an unseren Fingern, besonders an den Fingerbeeren oder im Gesicht und besonders die Lippen. Und diese Regionen sind auch auf unserer Hirnrinde besonders groß abgebildet. Und es gibt Regionen, die sind nicht so wichtig, Rücken, Ellenbogen, da gibt es weniger Nervenzellen und die sind kleiner abgebildet auf unserer Hirnrinde. Wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann könnte man sich vorstellen, dass aus einem normalen menschlichen Körper so ein ziemlich deformiertes Wesen wird. Und dieses Wesen, das haben die Anatomen früher als sogenannten Homunculus bezeichnet. Also ein Menschlein. Und man kann sich dieses ziemlich deformierte Wesen, wo Sie sehen, das Gesicht und die Lippen, der Mund ist besonders groß, die Hände, besonders die Finger sind besonders groß dargestellt. Und dieses Wesen, kann man sich vorstellen, ist abgebildet hier auf der Hirnrinde. Nun gut, die Nervenimpulse kommen also von der Verteilerstation, dem Thalamus, hoch ans Gehirn, an die Hirnrinde, in unseren sogenannten sensomotorischen Kortex und dann weiß man, aha, am rechten Fuß piekst es. Erstmal nicht mehr. Am rechten Fuß piekst es. Ist das jetzt eine Gefahr? Ist das bedrohlich? Muss ich jetzt irgendwas tun? Was entscheide ich? Ob das eine Gefahr darstellt, das entscheidet eine andere Region. Und das ist eine ganz kleine,
Sprossung unseres sogenannten limbischen Systems. Am Ende des limbischen Systems sind rechts und links in den Hirnhälften zwei ganz kleine Kerne, der sogenannte Mandelkern, auf Latein Amygdala, links und rechts. Und so klein wie die sind, so wertvoll sind die als Wachtposten, als Torwächter, als Alarmgeber, wie eine Security von einer Firma, die Security-Abteilung. Und wenn die auf einen Alarmknopf drücken, Achtung, hier ist Alarm, dann passieren unglaublich schnell alle möglichen physiologischen Veränderungen in unserem Körper. Wenn die Amygdala, der Mandelkern, auf den Alarmknopf drückt, dann geht der Blutdruck hoch. Das Herz schlägt schneller, die Atmung wird schneller, die Muskeln und Faszien spannen sich an, wir kriegen sofort Energie über Hormone, Cortison, Adrenalin, die Stresshormone sorgen dafür, dass ganz schnell Blutzucker zur Verfügung gestellt wird, damit wir aktiv werden können, entweder angreifen oder fliehen. All das passiert in Millisekunden, wenn die Amygdala sagt, ja, da ist wirklich Gefahr, ich drücke auf den Alarmknopf. Woher weiß die Amygdala, dass sie auf den Alarmknopf drücken muss? Die Amygdala guckt im Archiv nach. Da ist ein Archivar und der guckt, gab es das schon mal? War das auch eine Gefahr? Wie habe ich da reagiert? Sie können sich das Archiv vorstellen wie einen riesengroßen Apothekerschrank mit Tausenden von Schubladen. Und der Archivar, der kennt sich da gut aus. Der Archivar, der hört auf den Namen Hippocampus. Brauchen Sie sich nicht zu merken. Wenn Sie möchten, können Sie es sich selbstverständlich. Das ist der Hippocampus und der ist der Archivar oder der Bibliothekar über das große Archiv unserer Erinnerungen. Dieser Apothekerschrank mit Tausenden von Schubladen, der speichert alle Erinnerungen, alle Erlebnisse unseres Lebens mit den dazugehörigen Gefühlen und Empfindungen. Und so können wir Schubladen, die wir immer wieder gleich aufmachen und zumachen, etwas reintun, etwas rausnehmen. Das sind Erinnerungen, die stehen uns jederzeit ganz schnell zur Verfügung. Und es gibt Erinnerungen, die sind ein bisschen verscharrt. Das ist so eine Schublade dort links unten, die klemmt auch so ein bisschen. Da ist irgendwas drin in meinem Leben, da will ich vielleicht gar nicht so genau hin. Und jetzt fragt die Amygdala, der Mandelkern, unsere Security beim Archivar nach, gab es sowas schon mal? Und der sagt, ja, gab es schon mal. Zack, da ist es. Das passiert in Millisekunden. Und wie Sie vielleicht aus eigener Erfahrung wissen, erinnern wir uns natürlich an Ereignisse in unserem Leben besonders dann gut, wenn diese Ereignisse mit starken Emotionen, mit starken Gefühlen verbunden waren. Stellen Sie sich vor, Sie waren im Urlaub. Es war allgemein ein schöner Urlaub, aber es gibt diese beiden Situationen, an die werden Sie sich Ihr Lebtag erinnern. Schöne wie schlechte. Es gab diesen wunderschönen romantischen Sonnenuntergang am Strand oder morgens die Kakerlake in der Dusche. Ich kann Ihnen versichern, das werden Sie behalten und vielleicht sogar noch Ihren Enkeln erzählen. Das heißt, je stärker ein Erlebnis mit Empfindungen verbunden ist, mit Gefühlen, mit Emotionen, desto leichter haben wir Zugriff drauf. Und das ist sehr, sehr gut. Wenn wir schon einmal von einem Hund gebissen worden sind, vielleicht als Kind, dann wird jedes Hundegebell oder jeder schwarze Hund, der da vorbeiläuft, den unsere Amygdala registriert, sofort die Erinnerungsschublade aufmachen und die Amygdala wird sofort auf den Knopf drücken. Ob da nun jetzt eine reale Gefahr ist oder nicht, spielt erst einmal keine Rolle. Die Amygdala hat einmal gelernt, Hund, Beißen, Schmerz, Gefahr. Und das signalisiert sie sofort. Jetzt ist es natürlich gut, wenn wir dieses Programm abrufen können, wenn eine echte Gefahr da ist. Und es ist gut, wenn wir alarmiert werden. Die Security ist immer auf Hab 8. Und gleichzeitig wäre es ein bisschen Energieverschwendung, wenn wir jedes Mal diese ganze physiologische Kette von Reaktionen ablaufen lassen würden. Und deswegen braucht es eine übergeordnete Instanz, die entscheidet. Ist das jetzt so oder wollen wir es erstmal in Ruhe lassen? Es gibt also den
Chief Executive Officer, den CEO, der sitzt hier vorne in unserem Frontalhirn. Da ist der Frontallappen, der sogenannte präfrontale Kortex. Der CEO, der sagt, gucken wir uns mal an, ist das wirklich gefährlich, ist das nicht gefährlich, was sollten wir denn jetzt eigentlich tun? Hatten wir das schon mal? Was könnte daraus für eine Konsequenz erfolgen? Alle diese kognitiven Bewertungen, auch das ich hole erstmal tief Luft und zähle bis 10. Ich gucke es mir erstmal genau an. Das passiert beim CEO hier in unserem Frontalhirn. Und der CEO kann sagen, ja, ist gefährlich, wir müssen was tun. Oder nein, ist alles in Ordnung, falscher Alarm, alle wieder Business as usual. Okay. Wenn der CEO entscheidet, ja, da ist wirklich eine Gefahr, wir müssen doch jetzt was tun, dann schickt er ein Signal an unser Bewegungszentrum. Es gibt ein Zentrum, da sind Bewegungsmuster gespeichert. Im letzten Video hatte ich Ihnen erzählt über die Situation, wenn ich mit der Hand auf die heiße Herdplatte komme und dass ich so ganz schnell wieder die Hand wegziehen kann. Das ist ein Bewegungsmuster und das ist ziemlich pfiffig. Wenn das Bewegungsmuster nicht gespeichert wäre, dann würde sich das nämlich alles sehr kognitiv anfühlen. Dann wäre das nämlich diese Situation, aha, das ist heiß, hatte ich das schon mal? Heiße Herdplatte, Brandblasen, aua. Gut, dann ziehen wir jetzt mal die Hand weg. Signal an die Muskeln, zieh mal die Hand da weg. Das dauert ein bisschen lange. Wenn wir aber ein Bewegungsmuster abrufen können, dann geht das schneller, als wir denken können. Überhaupt spielen sich alle diese Abläufe in Millisekunden ab. Schneller, als wir überhaupt bewusst denken können, spielen sich alle diese Abläufe ab, noch unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle oder unseres Bewusstseins. Wir kriegen mit, da tut es weh, aber schon passieren die ganzen physiologischen Veränderungen. Und solche Bewegungsmuster kennen wir alle. Wir lernen ja in unserem Leben irgendwann krabbeln, wir lernen laufen, wir lernen Fahrradfahren oder wir lernen Klavier spielen. Oder stellen Sie sich vor, Sie sind in der Fahrstunde. Erste Fahrstunde, Fahrschule, Sie steigen ins Auto, Spiegel, Blinker, Schulter, Kupplung, Gas, Bremse, Lenkrad, alles überfordert Sie. Plötzlich müssen Sie alles ganz bewusst tun und das ist total schwierig. Sie steigen aus dem Auto und haben so einen Brummschädel. Und mit der Zeit schleifen sich die ganzen Abläufe ein und irgendwann können Sie Auto fahren. Und dann ist dieses Bewegungsmuster Autofahren gespeichert und Sie können es abrufen und Sie können problemlos von hier nach da fahren und sich mit Ihrem Nebenmann unterhalten und das Autofahrprogramm, das läuft ab. Diese Bewegungsmuster sind gespeichert in einer Region. Da oben sind sie, das sind die sogenannten Basalganglien und die kriegen ein Signal von unserem Frontalhirn, vom präfrontalen Kortex. Bewegungsmuster, Hand wegziehen oder Beispiel schwarzer Hund bellt, weglaufen. Diese Bewegungsmuster laufen dann in Sekunden schneller ab. Sie merken, wie komplex all diese Sachen sind. Und darum spricht man auch nicht einfach nur von einem Schmerzzentrum, sondern man hat sich angewöhnt, von der sogenannten Schmerzmatrix zu sprechen, was dieses Bild einer Firma mit den verschiedenen Abteilungen und ihren spezifischen Aufgaben ein bisschen besser veranschaulicht. Und all diese Vorgänge, die Kommunikation und Interaktion der verschiedenen Abteilungen unserer Firma hier im Kopf, all das läuft in Millisekunden ab, also schneller als wir denken können oder wie man so schön sagt, subkortikal. Und das ist ja super. Diese ganze Firma hat ja eigentlich die Hauptaufgabe, unseren Organismus vor Schaden zu bewahren. Und dann ist es genauso wie mit unserem Rettungsdienst und der Rettungskette ganz sinnvoll, wenn es eher einen Fehlalarm zu viel gibt, als einen Alarm zu wenig. Den Fehlalarm zu erkennen
Und innezuhalten und vielleicht erstmal den Reiz zu registrieren, aber wie einmal Luft zu holen, bis 10 zu zählen und dann zu entscheiden, welche Reaktion ist jetzt möglicherweise angemessener als die spontane Reaktion, ich lasse jetzt einfach meinen Gefühlen ihren Lauf. Das ist das Thema, das im Bereich Achtsamkeit besprochen wird. Und über das Thema Achtsamkeit werde ich noch im Weiteren einige Videos drehen, weil das ein großer Bereich ist, in dem wir lernen können, wie wir Einfluss nehmen können auf unsere sonst so wie automatisch ablaufenden Reaktionen, Emotionen und Gefühle. Ein großer Bereich, in dem man Selbstwirksamkeit wirklich lernen kann. Für heute mag es genügen, zu verstehen, wie komplex diese ganzen Abläufe sind. Und all das, was wir mit dem Begriff Schmerz verbinden, alle Emotionen, alle Reaktionen, die gesamten physiologischen Reaktionen unseres Körpers, die Muskelanspannung, dass das alles wie eine aktive Leistung des Gehirns ist, die ganz schlicht ausgelöst wird durch einen elektrischen Impuls in den Nerven, wo noch nicht einmal klar ist, ob dieser eine Impuls überhaupt durchkommt durch das Portal im Rückenmark und im Gehirn bewusst registriert wird. Diese komplexe Angelegenheit möchte ich Ihnen noch einmal gerne an einem alltäglichen Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie schlagen einen Nagel in die Wand und Sie hauen sich mit dem Hammer auf den Daumen. Da wird das Gehirn unmittelbar mit Schmerz reagieren. Vollkommen klar. Das Portal im Rückenmark ist offen, der Nervenimpuls kommt am Thalamus an, der Thalamus sendet ihn zum Kortex, der Kortex sagt Daumen, Aua, Hammer. Die Amygdala sagt, das Wort was für Kinderohren nicht geeignet ist. Der präfrontale Kortex sagt, aha, wir müssen uns um den Daumen kümmern, Pflaster drauf kühlen, vielleicht lutschen, wie auch immer. Alle diese Dinge laufen ab und das ist vollkommen klar. Wenn jetzt in der gleichen Situation, in der Sie sich mit dem Hammer auf den Daumen hauen, Sie hören, wie Ihr Kleinkind die Treppe runterfällt. Sie ahnen schon, was kommt. Sie werden sich dorthin wenden. Die Amygdala wird auf den Alarmknopf drücken. Es wird Stresshormon ausgeschüttet, Adrenalin, Cortison. Der ganze Film läuft ab. Was ist mit meinem Kind passiert? Hat es sich den Schädel gebrochen? Muss ich ins Krankenhaus fahren? Drama. Und sie stürzen zu ihrem Kind. In dem Moment merken sie den Daumen nicht. Warum merken sie den nicht? Die Instanz hier oben entscheidet, jetzt ist das Kind wichtiger und der Daumen nicht. Und das Gehirn schließt das Portal im Rückenmark. Und es kommt kein Nervenimpuls mehr hoch zum Gehirn. Alle Aufmerksamkeit ist darauf fokussiert, sich um das kleine Kind zu kümmern. Ins Krankenhaus fahren, auf den Arm nehmen, trösten. Alles, was jetzt in der Situation angemessen und richtig ist und notwendig. Wenn Sie dann wissen, das Kind ist gut versorgt, vielleicht ist ihm gar nichts Dolles passiert und es hat sich beruhigt, Sie haben es getröstet, es nuckelt an seinem Daumen oder Sie sind vielleicht sogar ins Krankenhaus gefahren, es ist jetzt in professionellen Händen. Jedenfalls weiß Ihr Gehirn, Ihr Kind ist gut versorgt, Ihrem Kind geht es wieder gut. Dann meldet sich der Daumen wieder. Das Gehirn öffnet das Portal wieder und guckt, da war doch was, ah ja, der Daumen. Und dann wird sich der Daumen wieder melden, Sie werden den Schmerz am Daumen wieder bewusst wahrnehmen. So kann das Gehirn von Moment zu Moment entscheiden, was ist jetzt angemessen, was ist jetzt die richtige Reaktion und sich dementsprechend verhalten.
Und jetzt kann es sein, dass sie sich ein paar Monate später wieder mit dem Hammer auf den Daumen hauen. Möglicherweise aber vielleicht nur ganz bisschen so an der Ecke gestreift. Das Signal kommt durch das geöffnete Portal ins Gehirn. Der Kortex sagt Hammer, Daumen. Die Amygdala fragt den Archivar, hatten wir sowas schon mal? Und der Archivar holt die Erinnerung aus der Schublade. Und da ist abgelegt die Situation mit dem Hammer, mit dem Daumen, mit dem Kind, mit den Emotionen, mit der Angst, mit dem Stress, mit der Sorge. Das ist alles in dieser Erinnerungsschublade drin. Das heißt, die Amygdala drückt jetzt wieder auf den Alarmknopf und es ist eine Stressreaktion. Der Schmerz wird massiv verstärkt, auch wenn es in dieser Situation vielleicht nur die kleine Hammerecke war, die so ein bisschen den Daumen gestreift hat. Es kann also sein, dass in dieser Situation mit dem, was da in der Erinnerungsschublade abgelegt ist, die Reaktion viel stärker ist, als sie dieser kleinen Situation heute angemessen ist. Und dann ist es gut, wenn das Gehirn lernt, und das tut es, aha, Hammer auf Daumen kann mal so sein, mit Stress und Kleinkind, oder es kann mal so sein. Ein Schreiner, der täglich mit Hammer und Nagel umgeht und sich zigmal auf den Daumen haut, ohne dass da große emotionale Begleitumstände wären, der wird das so wegstecken wie zum Beispiel der Imker aus dem Bienenbeispiel. Da sind keine großen Emotionen im Spiel und insofern wird auch nicht diese Situation in Verknüpfung mit Gefahr- und Notsituationen gespeichert. Wie Sie sehen, das, was wir als Schmerz erleben, mit all den Emotionen, die damit verbunden sind, mit dem leidvollen Erleben, mit den Sorgen und Erwartungen in die Zukunft, das wird bestimmt schon wieder so werden, wann hat das jemals ein Ende, das war früher so, alles das sind aktive Leistungen unserer verschiedenen Gehirnregionen, die es gut mit uns meinen und das Beste für uns und unsere Sicherheit tun wollen. Und wie aus einem akuten Schmerz ein chronischer wird, was da Chronifizierungsvorgänge sind, wo der Schmerz eben nicht mehr signalisiert, Achtung, hier droht eine Gefahr. Das werde ich in einem der nächsten Videos etwas ausführlicher beleuchten. Für heute mag es genügen zu verstehen, dass das, was Sie erleben, eine aktive Leistung des Gehirns ist. Und wenn Ihnen jetzt wieder jemand, so wie ich oder ein anderer Arzt, sagt, Schmerz entsteht im Kopf, dann könnte es sein, dass das für Sie in Ihren Ohren mit dem jetzigen Wissen nicht mehr so ganz problematisch klingt. Meine Antwort wäre, ja, Schmerz entsteht im Kopf und das ist gut so. Und Sie könnten jetzt am Ende dieses Videos sagen, ja, und wenn du das meinst, dass ich mir das nur einbilde und das nicht real ist, dann kann ich dir sagen, doch, das ist real und du hast die Physiologie nicht verstanden. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit auf dieser Reise. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.